Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause G-Shock. Das absolute Jahreshighlight. Ich bin total freudig erregt, Leute. Guckt euch das bitte an. Die MRG B2000 GA 1 ADR. 40 Jahre G-Shock. Und das GA steht für Gassan. Die Familie Gassan war hier am Werk, was man unschwer erkennen kann. Das ist doch wohl der Megaknaller, oder? Das absolute Highlight dieses Jahr bei G-Shock. Kostet ja auch ein paar Euro. 7.500 Euro. Morgen geht's los. Schaut, dass ihr eine bekommt. Es gibt weltweit 500 Stück. Wobei man munkelt, dass in Europa maximal 40 Stück verkauft werden. Und ich kenne mittlerweile 7 Leute, die sich auf jeden Fall schon eine kaufen, vorreserviert haben, im Store in Hamburg oder über irgendwelche anderen Beziehungen an eine kommen. Also sprich, dann sind es eigentlich nur noch 33. Ja, ist eine Menge Holz. Wenn ihr das Geld nicht habt und noch eine Rolex rumliegen habt, verkauft die Rolex und kauft die G-Shock. Es lohnt sich mit Sicherheit, weil mit der Uhr werdet ihr nicht so viele Leute antreffen. So viel sei verraten. So, jetzt gucken wir noch mal hier schön mit der Plate. Ja, 40 Jahre, seht ihr das? Auch hier die ganze Seite. So muss eine G-Shock aussehen. Ganz klar. Ja, guck. MRG, verschraubte Krone. Alles da. Ja, wir gehen gleich alles im Detail durch. Auf jeden Fall ist das Review mit allen Spezifikationen und nochmals allen Details bereits in meinem Blog. Links auch wie immer unten in der Beschreibung. Gibt auch wieder ein paar coole Fotos. Wer da Interesse dran hat, dem kann ich gerne auch die hochauflösenden zur Verfügung stellen als Bildschirmhintergrund oder whatever. Sagt einfach Bescheid. Auch wenn ihr Fragen zu den Spezifikationen habt, gebt gerne eine Info rein. Eine Verpackung habe ich nicht, aber wir starten quasi trotzdem mit dem Unboxing, weil ich möchte ein bisschen was zur Verpackung erzählen. Und sollte ich auch eine der Glücklichen sein, die eine bekommen, dann reiche ich das noch nach, das Thema Unboxing. Und jetzt gucken wir uns das Mini-Unboxing an mit ein paar Infos zur Verpackung. Viel Spaß! Ja, ich zeige euch jetzt hier 2 Bilder. Da seht ihr schon mal die Verpackung, weil die Verpackung selbst hat noch niemand so in der Hand gehabt. Und zwar ist die aus japanischer Esche, die Zen genannt wird. Und Zen wird für traditionelle japanische Möbel verwendet, insbesondere für die Tanzu. Das ist eine Kommode. Die muss man wohl kennen in Japan. Zen ist eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Einrichtungsstilen, einschließlich moderner, asiatischer und minimalistischer Designs. Hier mal eine Seite, da zeige ich euch mal den Screenshot, wo ihr nochmal diese verschiedenen Holzarten sehen könnt. Ich verlinke das auch alles unten in der Beschreibung. Da sieht man das eben mit dieser feinen Maserung. Also, die Verpackung hat also auch was Besonderes. Das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig. Ich glaube, wenn die jetzt in der normalen Verpackung gekommen wäre, dann, ja, dann weiß ich es auch nicht.
So, da haben wir das gute Stück am Handgelenk. Ein kleiner, smarter Daily Walker, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Guckt. Ist geil, ne? Ist natürlich jetzt hier nicht eingestellt auf mich, weil, wie gesagt, Sample-Modell. Aber... Und ich habe ja nur einen 19,5er. Ja, es ist schon ein Biest, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich meine, man will ja dahin, dass die ein bisschen flacher werden. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so will, ne? Ich meine, wenn man das hier auch so sieht, wie das, also meine Sicht hier aussieht, wenn ich so auf die Uhr gucke, die auch von vorne, und auch die Krone drückt irgendwie nicht rein. Also es ist schon alles sehr, sehr gut durchdacht, muss ich sagen. Und es ist dieses Farbspiel, dadurch, dass es nicht so eine knallige Farbe ist, wie bei ihr hier. Ich meine, die ist auch geil, ne? Gar keine Frage. Aber die kann ich hier auch zum Business-Meeting tragen, finde ich. Da das Gold auch etwas dezenter ist, ist nicht ganz so hart, sondern ja, mehr soft, nicht ganz so starke Farbe. Und dann mit diesem Grau und ja, bläuliche, diese bläuliche Lünette und so. Boah, das ist schon echt der Knaller, oder? Ich bin total geflasht, ey. Immer wieder sehr geile Uhr. Leute, ich drehe durch hier mit dem Ding. Echt geil. So, jetzt habe ich doch glatt vergessen, euch die nochmal von vorne zu zeigen am Arm. Jetzt guckt euch doch bitte mal diese Geilheit an. Ist das mega oder ist das mega? Guck dir das an. Geil, oder? Echt der Knaller. Absolut Business Dress tauglich. Und ein Editionsmodell. Sowas von geil, Leute. Ich kann es gar nicht fassen. Es ist eine richtig, richtig, richtig coole Uhr. Muss ich einfach so sagen. Ja, woran erkennt man die 40-Jährige sofort? Natürlich hier an dem Plate hier. Seht ihr das? G-Shock 40 Jahre, Leute. Guckt euch das an. Kann ich noch dichter dran? Ja, geil, ne? Ja, an diesen Farben, ne? Das ist, wie gesagt, das ist auch ganz schwer, selbst richtig in der Natur zu sehen. Die Lünette hier ist so ein bläulicher Ton. Auf die Lünette mache ich jetzt nicht extra ein Kapitel für die Lünette. Das ist so ein bläulicher Ton. So ein bläulich-gräulicher Ton. Das sieht man aber gar nicht so. Auf den Fotos ist das immer ganz cool. Da sieht man es eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist so ein Effekt, den man eigentlich hat, wenn man fotografiert, dass man immer blau im Bild hat vom Umgebungslicht. Ja, also das passt halt super, ne? Also auch hier das Zifferblatt, die Farben und auch die Anordnung, hat sich nichts dran geändert, ist praktisch 1:1 identisch, auch zu der Samurai-Variante. Ja. Es ist halt eine ganz besondere Uhr. Und hier beim Armband sehen wir es ja, ne? Seht das? Geil, ne? Und der Clou ist, wenn man das so sieht, man denkt ja, das ist richtig scharfkantig, finde ich. Als ich die Fotos das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und wenn du hier drüber gehst, da merkst du nichts. Also das ist ganz weich. Also da ist keine scharfe Kante, nix. Ist einfach nur geil. Ja. Dann haben wir typisch Fallschließe. Schön mit Sicherheitsverschluss. Zack. Ist er wieder drin. Zack. Hier sieht man Lock zum Locken. Und MRG Schriftzug. Ja. Hier auch das Gashahnmuster. Ja, tolle Uhr. Ja, man könnte sogar mit der Uhr schwimmen gehen. 20 Bar haben wir hier. Natürlich keine Taucherlünette oder ähnliches. Und bei dem Jubiläumsmodell würde ich das jetzt auch nicht machen.
Aber wenn einer zu viel Kohle hat von euch, der kauft am besten gleich 2. Eine legt er in den Tresor und eine trägt er. Ich würde gerne beides machen. Sie in den Tresor legen und tragen. Ja, weil ich sie einfach geil finde. Auch zum Business-Dress. Ja, auf jeden Fall ein echter Eyecatcher. Die 7 Friday, die ich gestern hochgespielt habe oder vorgestern, die 3D-Uhr, die Uhr aus dem 3D-Drucker, das war auch schon ziemlich abgefahren. Aber das hier, Leute, ihr wisst ja, ne? Ich und G-Shock, aber das ist schon ziemlich geil. Ja. Bei den Materialien hat man auf jeden Fall schon mal nicht gespart. Hightech-Material Titan, extrem hart, flexibel und für Allergiker geeignet. Das finden wir bei den MRG-Modellen immer wieder. Nur hier hat man irgendwie nochmal richtig einen draufgesetzt. An vorderster Front strich die blau-graue Lünette hervor. Also die hat so einen leichten Touch zum Blau, je nachdem wie das Licht fällt. Man sieht hier das sogenannte Ayasugi-Muster, was man hier schön sieht. Ayasugi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich blende es euch hier mal ein. Der Japaner wird mich jetzt wahrscheinlich lynchen. Und dieses Muster, das findet man auf den Gassan-Klingen wieder, der Samurai-Schwerter. Die einzigartigen Wellenlinien entstehen durch Rekristallisationsprozesse und eine Lichtbogen-Ionenbeschichtung. Total verrückt, oder? Letztere soll herkömmliche DLC-Beschichtung im Punkt Härte und Korrosionsbeständigkeit sogar überlegen sein. Also hier haben wir wieder was richtig, richtig Feines verbaut. Grundlegend besteht die Lünette sowohl aus Rheintitan als auch aus TI64 Titan. Kratzfestes Saphirglas. Und ja, das Gehäuse ist hat nochmal eine Tiefenhärtung bekommen. Eine Behandlung mit Titankarbid, was auch dieses irre Muster hier zum Vorschein bringt. Veredelte Materialien. Es fühlt sich alles fantastisch an. Es sieht alles fantastisch aus. Das ist einfach eine 40 Jahre Uhr, so wie man sie sich wünscht. Genau so eine Uhr ist das. Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach top. Die Watte quillt. Geil, ne? Hier noch die Rückseite. Das, was man sieht. Ja, mal gucken, wie wir jetzt da reinkommen. Ja. MRG. So. Haben wir die Rückseite auch mal gesehen. So, Leute. Um die geht's. Casio Watches. Ich habe mich schon angemeldet. Und zwar geht's bei der App darum, dass ihr euch da registriert. Ihr müsst euch da registrieren und könnt dann erst eure Uhr registrieren. Also man will also den Bezug zu der Uhr haben. Das hat wohl auch juristische Gründe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es nicht mehr so. Ich habe eine App und dann konnektiere ich mich da und dann spiele ich da rum. Das geht eben nicht mehr. So, ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert. Wir schauen jetzt mal, wie wir den kleinen Gassan hier jetzt mal verbinden. Das ist ja ein Sample-Modell. Meine Uhr. Registrieren Sie Ihre Uhr. Plus MRG B2000 ist es ja. Kann ich die jetzt anklicken? Nein. Methode zur Nummernbestätigung. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Brille aufsetzen. Und dann muss ich gucken, was da hinten für eine Nummer drauf steht. Aber wahrscheinlich wurde die ja eh schon mit irgendwem. 5625. 5625. Gebe ich die Nummer hier ein. MRG B2000 Gassan. Das ist sie. Ist sie das? Ja, das ist sie. Kaufdatum. Ja, passt. Passt. Registrieren. Das werden sie wahrscheinlich sagen, ist gar nicht möglich, weil die Uhr ist noch gar nicht draußen.
Erlauben Sie die Verwendung von Standortdaten, um Ihre Uhr zu bedienen und die von Ihnen besuchten Orte auf der Uhr zu speichern. Okay. Zur Verwendung dieser Funktion muss eine Berechtigung zur Verwendung von Standortinformationen erteilt werden. Okay. Brr, Standort. Ich mache es mal immer. Casio Watches. So, um das jetzt zusammen zu verbinden, müssen wir jetzt hier drauf drücken. Hier oben steht er jetzt auf C. Er wird verbunden. Kurt möchte sich koppeln. Ja, wir wollen uns koppeln. Verknüpfung abgeschlossen. Habt ihr gesehen? Jetzt hat sich gerade die Uhrzeit hier eingestellt. Sehr geil. So, was kann ich jetzt alles machen? Verbunden. Bedienungshandbuch, Wecker, Timer, Weltzeit, Status, Weltzeit, Stadt suchen. Abu Dhabi, können wir ja mal gucken. Da ist es jetzt 20 vor 10. So, und jetzt, ich bin hier gar nicht so in der Mitte, aber gut, komm. Und jetzt können wir diese Einstellung zur Uhr senden. Und dann sollte er jetzt zack. Und jetzt hat er sie eingestellt auf der kleinen Zeit. Die Weltzeit. Zeitsynchronisation. Ach, da kann man sich das dann alles nochmal angucken. Okay, möchte ich jetzt nicht. Wecker. Kann ich mir einen Wecker stellen? Timer. Timer kann ich auch an die Uhr senden. Finde ich auch gut. Weltzeit hatten wir. Status. Die Uhr arbeitet normal. Ja, die Solarladung wird angezeigt. Ja, finde ich ja schon ziemlich cool. Selbsttest durchführen. Ob alle Funktionen der Uhr korrekt arbeiten, das wird einmal täglich durchgeführt. Während des Tests kann die Uhr nicht bedient werden. Naja, selbst das möchte ich jetzt auch nicht machen. Manuelle Zeigeranpassung. Zeiger anpassen. Hier kann man auf die einzelnen Zeiger anfassen. Weltzeiger, seht ihr hier. Moduszeiger, seht ihr hier. Datum, seht ihr hier. Fertig. Diesen Zeiger anpassen. Zeiger werden aufeinander abgestimmt. Seht ihr jetzt, wie der Zeiger sich bewegt? Was auch immer er hier jetzt tut. Wo will er jetzt hin? Zeigerpositionserkennung erfolgreich. Okay, das heißt, er hat alle auf 12 Uhr gestellt. Sieht ja auch geil aus, ne? Wäre mal ein cooles Foto wert gewesen. Hier, schaut mal. Okay. Gut, und nun? Und wie kommen wir da wieder weg? Okay, er stellt sich wieder selber ein. Seht ihr? Er stellt sich wieder die Uhrzeit selbst ein. 7:15. Wir sehen hier oben, und das mache ich heute mal hier das kleine. Wir sehen hier oben, in welchem Bereich wir uns befinden. In der Tageshälfte oder in der Nachthälfte. Also ab 12 Uhr dann bis 24 Uhr oder vorher. Hier sehen wir die Weltzeit. Hier sehen wir die Heimatzeit. Hier sehen wir Datum und Alarm und ähnliche Dinge. In diesem Feld, Datumfeld, ja, also nicht das Datum, hier sehen wir den Tag und hier sehen wir das Datumsfeld. Uhreinstellung, Ton bei Tastendruck, Sommerzeiteinstellung, Zeitanzeige ändern. So, das finde ich sehr cool. Ihr seid jetzt in Berlin, hier haben wir 18:45 Uhr und jetzt sind wir in Abu Dhabi. Da wollen wir jetzt gerne, dass die Zeit aus Abu Dhabi direkt an die Uhr, entweder kommt es jetzt
Wenn wir dort einen Funkmast haben, wird die Uhr von automatisch eingestellt oder wir senden es eben an die Uhr. In der Regel funktioniert das alles vollautomatisch. Die App ist nur nice to have, so wie ich immer sage. Ja, das war's. Ansonsten hat sich ja jetzt nicht viel verändert, weil es ist ja nur der Stundenzeiger. Der Rest läuft ja noch. Zeitangabe ändern. Wir sind jetzt wieder in Berlin. Nicht mehr in Abu Dhabi. Dann stellt er das jetzt auch wieder ein. Wie gesagt, eigentlich alles vollautomatisch. Sobald ihr wieder aus dem Flieger kommt, Funksignal, ist alles gut. Aber ihr könnt es auch manuell machen, wenn er irgendwo in der Wüste hängt. Das Thema GPS kläre ich noch. Eigentlich haben alle MRGs GPS. Dann schafft ihr es sogar in der Wüste, dass die Uhr sich einstellt. Da gibt es aber im Moment noch unterschiedliche Aussagen. Und deswegen will ich mich da nicht hundertprozentig drauf festnageln lassen. Und ansonsten mit der App Timer einstellen, Wecker einstellen. Das ganze Bedienungshandbuch ist hier drin. Schaut euch das mal in Ruhe an. Auf jeden Fall funktioniert das alles sehr, sehr gut. Ja, wenn ihr da Fragen habt, gerne fragen. Aber für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass ich mich mit dieser Uhr verbunden habe. Und funktioniert sehr gut. Gut, so. Manuelle Zeiger, ein Telefonfinder. Also man kann jetzt einen Telefonfinder, wie funktioniert das? Simpel, Klassik. Lautstärke-Test. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier die Lautstärke dann einstellen, wenn ich mein Telefon suche. So, hier jetzt noch der iPhone Finder. Ich drücke also lange hier unten rechts auf den Knopf. Und dann geht's gleich los. Und schon fängt mein Handy an zu klingeln. Sehr geil, ne? Ausschalten tue ich das Ganze, indem ich hier wieder drauf drücke. Und schon läuft die Uhr ganz normal weiter. Sehr geil, oder? Der iPhone Finder. Oder Phone Finder. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze auch manuell einstellen könnt. Und zwar haben wir hier die Krone, die ist auch verschraubt. Die drehe ich jetzt raus. Jetzt ziehe ich sie ganz raus und jetzt kann ich praktisch über den Sekundenzeiger sehen, die Anzahl der Stunden, die ich hier mich bewege. Ich zeige es einfach mal. 2, 3, 4, 5. Und jetzt geht er praktisch 5 Stunden nach vorne. Ich kann aber auch 5 Stunden wieder zurückgehen. Dann geht er 5 Stunden wieder zurück. Das heißt, ich kann hier individuell die Uhrzeit manuell einstellen, so wie ich sie haben will. Wenn ich jetzt von einem Beifahrer oder von dem Nachbarn im Flieger nebenan höre, ach, hier ist es jetzt schon, es ist aber schon 10 vor 3 am Tage, dann gehe ich einfach 2 Stunden nach vorne und schon habe ich 10 vor 3. That's it. So. Und wenn ich jetzt aber nochmal die Weltzeit ändern will, die zweite kleine, dann kann ich das auch hier rüber tun. Und zwar, wenn ich hier nur einen rausziehe, nicht 2. Sagen wir mal, ich fliege jetzt nach, was weiß ich, Honolulu. Da ist es dann eben 10 vor 10. Und dann gehe ich hier einfach nochmal 2 Stunden vor und dann dreht er sich wieder nach vorne und dann seht ihr das. Interessant ist das Ganze, wenn wir bei der Hauptzeit, wenn wir jetzt mal ein paar Stunden nach vorne gehen, so dass wir jetzt über die 24 kommen. So, sind wir jetzt gekommen. Jetzt dreht er sich hier wie eine Eieruhr und jetzt stellt sich auch automatisch das Datum ein.
Der überspringt jetzt natürlich die 31, weil den 31. November gibt es nicht. Und geht gleich auf den 1. Sobald das eingestellt ist, hört er sich auch wieder auf zu drehen. Und schon ist alles safe. So, und jetzt läuft wieder alles. Jetzt kann ich die Krone wieder reindrehen. Und das war's. So, da wir aber ja nicht wollen, wir haben ja erst noch den 30. Gehen wir jetzt wieder zurück. Wir haben es gleich 5 vor 7. Jetzt bin ich ein bisschen weit. 4, 5, 6, 7. Und jetzt dreht er sich wieder zurück. Seht ihr das? Das geht ein bisschen langsam, aber das findet ja in der Regel auch in der Nacht statt. Das heißt, ihr bekommt das ja gar nicht mit. Auf den 2 Gliedern hier befinden sich die Inschriften, die als Symbol für Hingabe der Schwertschmiedekunst seitens Ghassan gelten. Oben sehen wir das Wort Denkweise und darunter körperliche und geistige Ausbildung. Und alles schön auf dem Titanband, alles per Hand eingeritzt. Total verrückt, ne? Und das Titanband ist wirklich auch, es ist alles so leicht, ne? Und es fasst sich so schön an, ne? Es ist schön einfach. Ganz toll. Was übrigens auch geil ist, ihr wisst ja, es ist hier wieder das TAF Solar verbaut. Gucken, ich mache hier mal verschiedene Lichtspiele. Ich sehe das immer nicht so genau, ob ihr das dann später seht. Es sind hier nicht sichtbare Solarzellen verbaut. Typ CTL 1616. Selbst bei 26 Monaten währender Lagerung, also wenn ich die jetzt 26 Monate in der Schublade habe, kann die Uhr mit dem umweltfreundlichen Antrieb die wichtigsten Funktionen im automatischen Energiesparmodus aufrechterhalten. Das heißt, ich hole sie nach 26 Monaten wieder raus und alles läuft wie bisher. Und dann lege ich sie kurz in die Sonne oder ins Tageslicht und schon lade ich den Akku. So wie bei meinem Tesla. Da ist das ähnlich. Nur wenn da die Batterie leer ist, dann ist der halt auch echt tot, ne? Ja. Anderes Thema. Genau. Ja, die Uhr hat natürlich Funkempfang weltweit. Und ohne Signalempfang besitzt das Uhrwerk eine Ganggenauigkeit von plus minus 15 Sekunden pro Monat. Aber da ihr ja immer irgendwo einen Mast habt, wo ihr das Funksignal empfangt, seid ihr praktisch immer sekundengenau unterwegs. Das ist schon ziemlich geil. Zack, fertig. Krone reingedrückt und schon läuft es wieder. Drehe sie wieder rein. That's it. Dann haben wir hier, mal gucken, ob man es überhaupt sieht. Wahrscheinlich ja nicht, ne? Licht sieht man wahrscheinlich nicht, weil ich hier im Licht bin. Also hier wäre das Licht. Sieht man dann hier unten. So, hier sehen wir mal beide MRGs. Finde ich ganz interessant. Hier ist die Uhrzeit jetzt noch nicht richtig eingestellt. Aber die ist auch gerade erst aus der Verpackung rausgekommen. Aber ganz interessant ist, finde ich, dass die 40-jährige Ghassan kleiner aussieht als die Samurai-Variante. Denn ich glaube, es liegt an den goldenen Schrauben und hier an dem Muster auf der Lünette, dass die Uhr dadurch kleiner aussieht. Obwohl ja die Schrift hier mit diesem Hellgold anders ist. Schaut mal.
Es liegt hier noch ein Lappen rum. Sorry, Putztuch. Finde ich, sieht sie dadurch kleiner aus. Ja. Und hier auch die Unterschiede mit der Plate. Hier ist eben nichts und hier ist eben die 40 Jahre Plate. Sehr geil gemacht. Ja. Ja, vom Gewicht her sind sie beide gleich leicht. Ich kann es nur immer wieder sagen, die sind so leicht. Das ist so der Knaller. Ja. Ja, Leute, das ist doch wohl der Mega-Knaller, oder? Ich hätte auch nie gedacht, vor 83 eigentlich schon, dass ich mal so ein absoluter G-Shock-Fan werde. Das war ja auch letztendlich alles so ein bisschen eingeschlafen, aber durch meinen Blog bin ich da wieder sehr aktiv geworden und ich sag's immer so, ihr müsst sie in der Hand haben. Für diese Riesenuhr, wie leicht die ist, dieses Titan und diese Verarbeitung und auch diese Gravuren in dem Armband, wie ich ja auch schon gesagt habe, ihr merkt hier nichts, das ist ganz weich. Ne? Also weich ist der falsche, ja, es ist weich. Es ist weich, also es ist ganz kurios. Die Uhr ist echt der Mega-Knaller. Preissteigerung, ich will nicht sagen garantiert, ich möchte mich hier nicht festnageln lassen, aber durchaus möglich. Ich will mich mal so ausdrücken, weil es ist eine Limitierung auf 500 Stück. Das ist nicht wirklich viel und überlegt euch, wie allein der Hype in Japan sein wird, um an diese Uhr zu kommen. Und die MRG-Serien waren immer ruckzuck ausverkauft, gerade die limitierten. Und deswegen ist mein Fazit: kaufen! Verkauft all eure Uhren, verschachert sie an den Nachbarn, selbst wenn ihr nur die Hälfte bekommt. Kauft euch dann diese Uhr, versucht eine zu bekommen. Den Link in den Shop, den habe ich ja bereits schon unten in der Beschreibung. Ja, und dann soll es morgen losgehen. Meistens geht es immer so um 10 Uhr los. Guckt, dass ihr vielleicht ein bisschen eher da seid. So, und jetzt noch ein Tipp für morgen, wie ihr besser an die Uhr kommt, wie die Chancen größer sind. Das mache ich schon seit Jahren, wenn ich mir ein iPhone hole. Ich bin immer einer der Ersten, der eins bekommt. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall ein Konto angelegt haben. Ihr solltet eure Zahlungsdaten hinterlegt haben. Und ihr solltet schon vorher, das Problem ist halt, wir wissen nicht genau, wann vorher ist. Ich denke um 10, dass ihr vielleicht halb 10 oder Viertel vor 10 spätestens, vielleicht auch schon um 9, einen Warenkorb anlegt, wo ihr irgendeine Uhr mit reinpackt. Dann ist praktisch die Session erstellt und der Warenkorb ist existent. Und dann schaut ihr, dass ihr den alle, keine Ahnung, 10 Minuten mal durchtauscht, eine neue Uhr reinpackt, eine andere Uhr wieder rausnehmt. Und dann sind die Chancen viel größer, dass ihr eine bekommt. Ich weiß nicht, ob der Server zusammenbricht. Ich gehe da jetzt mal nicht von aus. Dafür ist die Uhr auch einfach zu teuer, dass es so viele Leute anspricht. Aber auf der anderen Seite, Leute, wenn für ganz Europa 40 Stück da sind und die ich jetzt kenne, das sind 7 Leute. Ich weiß nicht, wie viele nach Deutschland gehen, ob davon am meisten dahin gehen. Ich weiß nicht, ob der G-Shock Store so gesteuert ist, dass automatisch, wo die Anfrage herkommt, dass da dann auch die Uhr hingeht. Ich habe mal andere Aussagen gehört, dass es vorher verteilt wird. Dann kann es wirklich sehr, sehr eng werden, eine zu bekommen. Und deswegen versucht es aus. Es funktioniert in der Regel immer besser, als wenn einer ein Konto bzw. die Zahlungsdaten und noch einen Warenkorb anlegen muss. Ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen bei Rammstein gemacht. Ich war bis jetzt auf jedem Konzert der letzten Jahre, weil ich habe immer eine Karte bekommen, obwohl die Server alle zusammengebrochen sind, weil ich mich vorher eingeloggt habe, vorher die Zahlungsdaten alle hinterlegt habe und eben einen Warenkorb hatte. Ich habe sogar einmal was bestellt, da hatte ich, glaube ich, dann noch die 3 Fragezeichen als Ticket mit drin. War aber nicht schlimm, waren irgendwie 15,95, war irgend so ein Sonderticket, aber Hauptsache ich hatte die Karten. Und ja, deswegen versucht's aus, Schaden tut's auf jeden Fall nicht. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne bitte ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr einer der Ersten sein wollt, die das Unboxing sehen wollen. Vorausgesetzt, ich bekomme eine, wenn ich meinen Tipp jetzt selber gut anwende. Und ja, darüber freue ich mich natürlich sehr, damit wir hier gemeinsam wachsen.
Freue mich auf eure Kommentare, wie ihr die Uhr findet und ob ihr noch Fragen zu der Uhr habt. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao.